Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Wir haben voll die Renner unter den Augen. Ja, wir müssen uns nämlich vorbereiten jetzt auf das, was jetzt kommen wird. Ist die Sendung dann schon, ist das schon vorbei? Das heißt also, die RPV ist schon gelaufen, wenn wir diese Sendung hier ausstrahlen, ja? Und wir strahlen gerade gar nichts aus und wir sind eigentlich ziemlich im Stress. Ja? Oder? Messevorbereitung. Ja. Wir haben diesen Monat, also wir haben jetzt Anfang Mai während dieser Aufnahme und wir haben diesen Monat 2 Messen gebucht, auf denen wir unsere Demo das erste Mal ausstellen. Ah ja. Und das hat zur Folge, dass wir uns überlegen müssen, wie machen wir das denn überhaupt? Jetzt muss man dazu sagen, normalerweise, also früher, haben wir die Messeplanung selbst ja nicht übernommen, sondern müssten nur die Demo zur Verfügung stellen, die dort gespielt werden soll. Das müssen wir aber jetzt auch noch, ne? Das müssen wir jetzt auch, aber diesmal kümmern wir uns auch um um den Stand selber und mussten uns überlegen, ja, was machen wir denn da überhaupt? Wie soll das denn aussehen? Was muss man da mitnehmen? Wie muss man das aufbauen? Worauf soll man achten? Brennt das? Und alles Mögliche. Und das dachten wir, das ist so chaotisch, da lassen wir euch dran teilhaben. Oh Gott. Ja. Ja. Womit fängst du denn an? Also, das Erste, was wir gemacht haben, ist zu überlegen, wie groß soll denn das Ganze sein. Also für Indies gibt es normalerweise so relativ ähnliche Standardformate. Also entweder du kriegst einen Tisch, einen Monitor und einen Stuhl, oder du bekommst ein bisschen Standfläche, je nachdem, auf welcher Messe man ist und was man da genau bucht. Und bei uns das ist Gott sei Dank ein bisschen ähnlich. Wir haben nämlich jetzt auf der Roleplayverse einen Stand, der ist 3x2 Meter groß. Also die Rückwand sind 3 Meter breit und zur Seite sind es dann nochmal 2 Meter nach vorne. Da konnte man tatsächlich flexibel sich das ein bisschen aussuchen. Aber wir haben gedacht, für den Anfang brauchen wir nicht mehr. Entsprechend ist die Standfläche relativ klein. Und auf der Fantasy Basel, die Ende Mai ist es ähnlich. Da war das Buchpaket quasi fix und da bekam man 3x3 Meter, also 9 Quadratmeter Standfläche. Ist auf jeden Fall schon mal eine fette Bude. Ja, und die ist dann ähnlich groß. Ja. Und dann haben wir gedacht, wie praktisch, vielleicht können wir ja irgendwie Ressourcen scheren. Und da geht das Problem schon los. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten gerne, dass die Wand so aussieht wie unser Spiel, dann muss man sich überlegen, woraus besteht diese Wand denn überhaupt? Wie kann man da Farbe dran befestigen? Also macht man ein Plakat oder macht man ein Tuch oder ein Banner oder wie kann man quasi die Wand so aussehen lassen, dass sie so aussieht wie das Spiel? Und wie könnte man das machen, dass man das, was man für die Roleplayverse hier direkt bei uns um die Ecke benutzt, auch mit nach Basel nehmen kann, ohne Riesenaufwand. Wir können ja jetzt keine Wände transportieren. Also haben wir uns dann für die Tuchvariante entschieden, weil die flexibler ist. So glauben wir. Also, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie gut das geklappt hat. Und den ganzen Kram, den wir auf der Roleplayverse ausstellen wollen, einige von euch haben es wahrscheinlich jetzt schon gesehen, haben wir hier zu Hause dann einmal Probe aufgebaut, um zu gucken, ob das denn funktioniert. Wir brauchen darüber hinaus Tische, worauf man Monitore und Tastaturen und sowas legen kann. Wir brauchen PCs, auf denen das Spiel vernünftig läuft. Hast du Tastaturen schon erwähnt? Ich habe Tastaturen gesagt. Ja. Die müssen wir auch mitbringen. Die müssen wir bringen alles mit. Ja. Dann brauchen wir irgendwo etwas, worauf man dann weiß, was für ein Spiel ist das denn überhaupt? Also im besten Fall sowas wie irgendwas, wo der Name drauf steht oder im besten Fall vielleicht auch noch ein QR-Code, dass Leute, die sagen, oh, das ist ein Spiel, das interessiert mich, sagen können, ich scanne das mal mit dem Handy ab oder gebe das irgendwie auf meinem Google ein. Das müssen wir auch noch bauen, ne? Das muss man mitnehmen. Ja. Also haben wir gedacht, was könnte das denn praktischerweise sein? Also haben wir uns ein Standy drucken lassen. Zeigen wir euch gleich. Ja. Und dann haben wir gedacht, so ein bisschen Deko kann auch nicht schaden. Also haben wir so ein bisschen Deko dran gewurstelt. Und dann brauchen wir Sitzgelegenheiten. Das war auch nochmal so eine Sache. Wir hatten überlegt. Also das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel so einen richtigen Stuhl mitnimmst, also so ein
kompliziertes, Bürostuhl, ja. großes, sperriges Teil. Dann hast du also wie will man das denn transportieren? Ja, Ohne du musst das Transporter. dahin bringen, ja. Ja, also wir müssen diese ganzen Sachen ja auch irgendwie da hinschleppen und wieder nach Hause kriegen. Also sind so große, sperrige Teile unpraktisch, weil wir die nicht alle ins Auto kriegen. Dann müssen wir uns einen Hänger leihen und dann haben wir keine Anhängerkupplung und was nicht alle. Also ist das doof. Dann musste was Praktischeres her. Am besten Stühle, die man irgendwie ineinander stacken kann. Ja. Erst hatten wir gedacht, wir nehmen vielleicht ein paar Bierkästen mit, aber das funktionierte dann nicht so, wie wir uns Jetzt das sind die gedacht im Keller. haben. Jetzt haben wir die im Keller stehen, Die waren zu hoch. muss man wieder wegbringen. Den quetschte man die Beine so also unter den Tisch. Also, ne? 2 Kästen waren zu hoch und einer war zu niedrig. Und dann hätte man unten absägen müssen und so. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, das lassen wir. Kann man lieber. bestimmt auch was basteln. Hat man gedacht, vielleicht so Holzklötze, ne? Wie dieser kleine hier, auf dem ich immer sitze, der ist auch super bequem. Das ist Pappe. Weil der so polsterig ist. Ja, Ne? die kannst du falten und dann hast du dann so eine typische Ikea-Gedönse. Ne? Total schön Also, für den Popo, aber auch sehr sperrig. Und ist halt ein Klotz, ne? Und außerdem dürfen die Sachen nicht brennen. Also wir können jetzt nicht einfach da ein Holzdingen hinstellen, weil dann sagt die Feuerwehr, machen Sie das mal wieder weg, bitte. Oder sprühen Sie das bis zur Unkenntlichkeit mit Anti-Feuer-Gedöns ein. Haben wir noch nicht gemacht, ne? Nee, wir haben aber eine Menge davon gekauft und werden unsere Deko damit einsprühen ohne Ende. Wir zeigen euch gleich mal was. Genau. Und ja, jetzt haben wir auch noch einen Feuerlöscher besorgt, weil jeder Stand einen eigenen Feuerlöscher haben soll. Der ist noch unterwegs, der kommt noch. Ja. Ja, kann ja mal sein, das brennt. Letztes Jahr gab es tatsächlich einen großen Feueralarm auf der Roleplayverse. Wir hoffen dieses Jahr nicht. Macht ja auch Sinn. Ich meine, man will ja nicht, dass es abfackelt alles, ne? Ja, war irgendwie auch ein bisschen lustig, aber wir gönnen es dem Veranstalter natürlich nicht. Und dann, Dann ist der Stand da. genau. Aber da richtig. muss man den noch erstmal aufbauen. Dann muss man den aufbauen. Das war auch nochmal so ein Akt. Ja. Björn war auf einer Probe. Ja. Weil ich muss nach Celle fahren, weil die Band Seducer, die wohnte da. Das ist 3 Stunden von hier entfernt. Die A2 hoch. Ne? Und da konnte ich nicht mithelfen. Genau, da habe ich naiverweise gedacht, ach, baue ich den Stand doch mal eben alleine auf. Mal eben. Mal eben. Naja, jedenfalls habe ich dann irgendwie 2 Stunden rumgewurschtelt und habe dann irgendwie wir haben so ein Gestänge gekauft, woran man das Ganze dran befestigen soll. Ja. Und ich war auch fast fertig. Ich hatte das alles auf einer Höhe aufgebaut, so dass ich das schön alles irgendwie drapieren kann. Aber jetzt musste das natürlich in die 3 Meter Höhe gehievt werden. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich irgendwie der Reihe nach die Stangen jetzt so groß mache, dann müsste das ja gehen. Und dann kippte mir das ganze Ding um. Stopp, Gott sei Dank waren noch die Kinder im Haus, die haben mir dann geholfen, das Ganze wieder aufzurichten. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss ich stabilisieren. Und es war auf jeden Fall ein Riesenakt. Und jetzt haben wir das Ganze einmal Probe aufgebaut. Wollen wir uns das mal angucken? Ja. Dann nehme ich mal diese Kamera mit. Der Ton wird dann ein bisschen anders sein. Ja. So, dann komm mal mit. Zeigen wir euch. So, dann latschen wir jetzt mal mit. Die Hugis vor, ich komme hinterher. So. Da ist das gute Stück. So, hier haben wir jetzt schon mal den ersten. Genau, das ist jetzt der Standy, der ist auch ziemlich cool geworden, der ist relativ stabil. Die Dinger, da kann man jetzt abscannen, das ist einmal unsere Website und einmal die Steam-Page, das steht auch da, das fand ich irgendwie ganz niedlich. Und dann weiß man zumindest schon mal, um welches Spiel es sich handelt. Ja. So, ich gehe mal da hinten hin, sonst kann man das nämlich gar nicht so in ganzer Breite sehen. Ne? Das ist unser Wohnzimmer. Da passt jetzt der ganze Stand rein. So. Das ist jetzt ein Gestänge, denn diese Seite ist jetzt 3 Meter breit, diese Seite ist jetzt 2 Meter breit, also so wie es auf der Roleplayverse dann auch sein soll. Wir haben die Befestigung dann so ein bisschen mit Efeu dekoriert, das sieht dann irgendwie ganz nett aus. Und das hier ist im Grunde genommen dann ein Tuch, ja, die Wand. Ja. Ein Tuch. Gummiert. Ja, Ne? also da fällt jetzt kein Licht durch oder so, da kann man auch fotografieren, das ist ganz schön, weil wir hatten uns gedacht, hier kommt noch so eine Rattenskulptur hin, da könnt ihr euch irgendwie daneben drapieren und euch fotografieren lassen oder wie auch immer. Und ja, hier kann man dann zocken, die PCs stehen hier noch nicht, wir haben mal die Monitore drapiert und haben hier so ein paar Lampen. Als Deko haben wir gedacht, ist das irgendwie
ganz nett, wenn wir die hier mit drapieren, ein paar Kralon. Mauspads. Genau. Und wir hatten gedacht, als Sitzgelegenheit nehmen wir jetzt Hocker, weil die kann man ineinander stecken. Die kann man so stapeln. Und haben da jetzt so ein paar Säcke drum gemacht, damit das so ein bisschen aussieht wie ein Kohlesack, auf den man sich setzt. Ja. Das ist die Idee. Und dann kann man jetzt zocken. Die haben auf jeden Fall zumindest die richtige Größe, dass man auch drauf spielen kann. Ja, das ist natürlich alles sehr viel Aufwand, ne? Und so ein Ding dann im Wohnzimmer stehen zu haben und dann mal zu gucken, ob das auch irgendwie den Härtetest besteht, das machen wir gerade. Wir müssen irgendwie so drumherum leben gerade, um hier unseren Eumel, ne? Genau. Und das Ding, das haben wir vorhin versucht irgendwie noch aufzuhängen, das ist jetzt schon zweimal runtergeklatscht. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Das soll auch irgendwie da oben hin, ne? Und naja. Damit auch man, wenn man irgendwie kommt, weiß, was für ein Spiel das ist es ein bisschen cooler. Also kannst du auch stehen bleiben die ganze Zeit. Das ist eine gute Idee. Ja, es gibt auch diese Menschen, die irgendwie so komische Schild... Ja gut, okay, dann gehen wir mal wieder ins Studio. Ich glaube, haben wir jetzt mal gezeigt hier. Genau, ne, wie wir das machen, wie wir es anhängen, das Ding. So, jetzt zurück hier. So, mal aufhängen. So ist das. Ja, das ist schon eine sehr filigrane Geschichte. Und das ist sehr viel Aufwand, ne, den man da betreiben muss. Ja. Hinzu kommt noch... Wenn man alles selber machen will, ne? Die ganze Orga drumherum ist noch ganz viel. Standpersonal haben wir jetzt, Freunde helfen natürlich dann bei der Messe. Das ist alles ziemlich cool. Mhm. Und ja, also ob sich das alles lohnt, das wissen wir noch nicht. Wir sind sehr gespannt, was so ein Messeauftritt für Auswirkungen tatsächlich hat. Auf das Interesse am Spiel selber. Die Resonanz, ne? Genau. Feedback, was wir dann sammeln, weil dann wird es erst einmal auch anzockbar sein. Das ist ja auch interessant unbedingt, weil es geht ja um Spiel. Ne? Das wird noch spannend, ja. Genau. Wenn ihr dabei wart, hoffen wir, es hat euch gefallen. Ja. Und es hat alles funktioniert. Und wenn ihr nicht dabei wart, wird es natürlich auch noch weitere Gelegenheiten geben. Die Gamescom auf jeden Fall. Da spätestens auf der Gamescom, richtig. Genau, aber wir haben auch noch andere Messen geplant, die wir dann natürlich auch wieder auf Social Media ankündigen werden, wenn es soweit ist. Cool. Hast du eine Community-Frage? Ja, die Community-Frage, das hatten wir schon mal beantwortet, aber weil die Frage tatsächlich gehäuft wiederkam, werde ich sie hier nochmal stellen. Sie ist, könnt ihr euch eine physische Version vorstellen oder wären die Kosten im Verhältnis zu den möglichen Verkäufen zu hoch? Das kann man gar nicht sagen. Ja. Wir haben da gar keine Ahnung von. Also es ist auf jeden Fall mit hohen Kosten verbunden, deswegen wäre es gut, wenn man vorher ungefähr wüsste, wie viel Interesse an so einer physischen Version denn überhaupt besteht. Wir würden jetzt nicht in Masse produzieren, weil sich das wahrscheinlich nun wirklich nicht lohnt. Nein. Also Palettenplätze bei, was weiß ich, Mediamarkt und so weiter zu buchen, das ist für uns nicht gangbar. Aber man könnte ja sowas wie eine kleine Special Edition oder sowas machen. Das fänden wir natürlich selber auch ziemlich cool. Wenn man sich das irgendwie in den Schrank stellen kann, so wie die anderen Spiele da hinten auch. Und dann müsste man einfach mal zu einem Zeitpunkt, also später auf jeden Fall im Jahr, mal schauen, wie viel Interesse an so einer Version denn tatsächlich bestünde. Und dann gucken, was das kosten würde, so eine Kleinauflage produzieren zu lassen. Sowas wie so eine Liebhaberedition oder sowas in der Art. Ne? Ja. Aber wir reden bestimmt auch noch mal mit dem einen oder anderen Publisher, der seine eigenen Ideen dazu haben könnte. Ne? Und dann müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht Unterstützung kriegen dabei, ne? Dass sich so ein Publisher, ja, das macht ja Sinn oder macht keinen Sinn. Wir wissen es nicht. Ne? Wir haben damit kaum Erfahrung. Also wir haben in dem Mittelpreissektor, also in dem Double-A-Sektor, da haben wir ein bisschen Erfahrung damit. Aber jetzt so Indie weniger. Ne? Da wissen wir jetzt nicht so genau, was lohnt sich, ab wann lohnt sich das.
Wie sind dann so, ne, am Ende hast du, wenn du höhere Kosten hast, als es Ertrag bringt, so, ne, dann gibt's bestimmt irgendwie so eine Aktivierungsenergie, die du dann ausrechnen musst, was ich, ne, die Genau, also dass sich das finanziell rechnet, damit rechnen wir erstmal gar nicht. Nee. Aber wenn es sich also irgendwie... das Retail, ne? Genau, so. also dass sich eine physische Version in der Produktion und dem Ganzen dann tatsächlich so auszahlt, dass man da Gewinne erzielt, davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ja. Allerdings... wenn man die Kosten damit zumindest wieder raus hätte, wäre das ja schon super. Dann muss man gut raten. Dann würden wir es schon machen. Ja. Also, ne, einfach um da so ein paar Teile zu haben und happy zu sein damit und vielleicht einige von euch damit auch happy zu machen. Und es haben sich auch schon einige Partner, mit denen man das potenziell machen könnte, bei uns gemeldet. Und dann schauen wir einfach mal, wie da die Konditionen aussehen. Aber wie gesagt, für solche Entscheidungen haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Ja, cool. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich war es auch so spannend wie für uns hier. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pilot Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Das ist so ein bisschen wie den Weihnachtsbaum im Frühling noch da stehen zu haben, ne? Das gehört da eigentlich nicht hin, aber irgendwie will man es auch nicht abbauen, ne? Weil wir machen jetzt erstmal einen Härtetest. Wie lange steht das Ding? Na? Ja, war auch gut, der Härtetest. Ja. Sonst hätten wir auf der Messe Probleme gehabt.